Burg Warsigenstein, Château du Warsigenstein, ist die Ruine einer mittelalterlichen Felsenburg nordwestlich von Niedersteinbach in den elsässischen Nordvogesen. Sie erhielt ihren Namen nach dem Felsen, auf dem sie steht, dem Warsigenstein. Die östliche Anlage wurde im 13. Jahrhundert gegründet, aber ab 1299 erweitert und durch eine zweite Burganlage auf dem westlichen Teil des Felsen ergänzt. Seither war sie eine Doppelburg. Die Anteile an beiden Anlagen hielten bis Mitte des 14. Jahrhunderts Mitglieder der verschiedenen Linien der Familie von Warsigenstein. Binnen 83 Jahre insgesamt 7-mal belagert und erobert, wurde die wohl anschließend stark heruntergekommene Burg im 15. oder 16. Jahrhundert als Wohnsitz aufgegeben. Nachdem sie im Dreißigjährigen Krieg durch ein Feuer beschädigt worden war, wurde sie im Pfälzischen Erbfolgekrieg vollends zerstört und ist seitdem eine Ruine. Diese steht seit dem 6. Dezember 1898 unter Denkmalschutz und ist als Monument historique frei zugänglich. Die Anlage gehört zu den zahlreichen Burgen im Wasgau. Sie befindet sich über dem Langental auf etwa 340 Metern Höhe am Westhang des sogenannten Schlossbergs, einem westlichen Ausläufer des Maimont. Warsigenstein ist eine Doppelburg und besteht aus zwei baulich voneinander getrennten Teilen, die auf zwei felsigen Sandsteinbarren liegen und durch eine schmale, aber tiefe Spalte voneinander getrennt sind. Nur an der Basis sind die beiden Felsenriffs miteinander verbunden. Sie sind bis zu 20 Meter hoch und bei einer Breite von maximal 8 Metern insgesamt 75 Meter lang. Der Zugang zur Anlage erfolgt von Osten. Dort ist das Burgareal durch einen Halsgraben vom übrigen Berg getrennt. Wie bei fast alle Burgen der Nordvogesen sind die beiden Partien der Burg Warsigenstein zum Teil direkt aus dem Felsen gehauen und bestehen zum anderen aus gemauerten Bauten. Der östliche, etwas höher gelegene Teil wird Groß- oder Alt-Warsigenstein genannt. Weitere Bezeichnungen sind Alte Burg und Obere Burg. Der westliche und kleinere Teil trägt den Namen Klein- oder Neuwarsigenstein. Andere Bezeichnungen sind Untere Burg und Neue Burg. Von Osten kommend durchquert der Besucher ein zwingerartig befestigtes Areal aus dem späten 13. oder frühen 14. Jahrhundert. Er diente Großwarsigenstein als einer von zwei Wirtschaftsbereichen mit einer großen aus dem Felsen gehauenen Pferdeschwemme. In diesem Bereich findet sich auch eine Zisterne, die mit Regenwasser befüllt wurde. Dieses gelangte durch noch gut erkennbare Rinnen in der östlichen Felswand dorthin. Vom Wirtschaftsbereich führt ein in den Felsen gehauener Aufgang zur Burg auf dem Felsplateau. Dabei handelt es sich um einen nachträglich angelegten Zugang, der die erst nach der Hauptburg errichteten Bauten im Halsgrabenbereich mit der Burgplattform verbinden sollte. Die Felsentreppe führt an der südlichen Felswand nach oben, sie war weder abriegelbar noch besaß sonstige Sicherheitsmaßnahmen.
Sie ist heute nicht mehr nutzbar, weil sie auf halber Höhe des Burgfelsens abbricht. Früher führte von dort eine hölzerne Treppe weiter hinauf. Der zweite, ältere Aufgang zur Burg Großwarsigenstein beginnt weiter westlich an der Südwand im Bereich der einstigen Unterburg. Da dieser aber von Kleinwarsigenstein aus kontrolliert werden konnte, wurde später der zweite, weiter östlich gelegene Zugang eingerichtet. Der ältere Aufgang besteht aus einer in den Felsen gehauenen Treppe, die an beiden Seiten von Felswänden begrenzt wird. Die darin noch erhaltenen, zahlreichen Balkenlöcher zeugen davon, dass sie früher überdacht war. Der ältere Burgaufgang endet im westlichen Bereich der Felsplattform und damit im teilweise eingefallenen Felsenkeller des ehemaligen Wohnbaus. Dessen südlicher Bereich wird zum Teil durch eine Filterzisterne eingenommen. Wie viele Geschosse der Bau einst besaß, ist heute nicht mehr zu ermitteln. Fest steht jedoch, dass in seinem Ostteil eine Burgkapelle untergebracht war. Nach Westen zur Burg Kleinwarsigenstein ist der Bau durch ein 4,80 Meter dickes schildmauerartiges Mauerstück geschützt. Es besitzt eine Schneckenstiege in der Mauerstärke und ist gemeinsam mit der Südmauer des Wohnbaus jüngeren Datums als die östliche Partie des Gebäudes. Östlich des Wohnbaus steht der hoch aufragende Rest eines fünfeckigen Bergfrieds, der zur Angriffsseite im Osten keilförmig ausgebildet ist. Östlich des Bergfrieds sind rund 1,5 Meter hohe Mauerreste erhalten, die jünger als der Turm sind. Insgesamt besitzt Großwarsigenstein eine Länge von etwa 50 Metern und ist zwischen 5 und 8 Metern breit. Die Burg Kleinwarsigensteins ist um einiges kleiner als Burg Großwarsigenstein, was durch den kleineren Burgfelsen bedingt ist. Sie besteht im Wesentlichen aus einem etwa 20 x 8 Meter messenden wohnturmartigen Bau, dessen polygonaler Grundriss vom Burgfelsen vorgegeben wird. Er besitzt heute 3 in den Felsen gehauene Untergeschosse sowie 2 von ehemals 5 Stockwerken, deren Außenmauern aus Buckelquadern mit Randschlag oder glatten Quadern mit Kantenschlag bestehen. An der Nordseite ist zwar noch eine Abordnische vorhanden, der dazugehörige Erker jedoch nicht. Erreichbar war die Burgplattform Kleinwarsigensteins über eine lange, steile Felsentreppe, die im westlichen Teil der Unterburg begann.
Beide Burgen teilten sich eine Unterburg am Fuße des Burgfelsens, die durch eine in Nord-Süd-Richtung verlaufende Mauer früher in zwei Bereiche geteilt war. Die älteste erhaltene Erwähnung der Burg steht in einer Urkunde von 1270, in der die Brüder Friedrich und Seemann die Schenkung eines Weihers an das Kloster Marienthal bestätigten. In dem Schriftstück nennen sich die beiden nach ihrem Besitz de Wasichenstein. Sie waren Söhne Engelhards, des Marschalls der Pfalz Hagenau. (1299) teilten Fritzmann und Friedrich von Wasichenstein die Burganlage untereinander auf. Fritzmann gründete die ältere Linie und erhielt den westlichen Burgfelsen, um dort eine neue Burg zu bauen, die aber nach dem Teilungsvertrag nicht höher sein dürfte als die schon bestehende alte Burg. Friedrich gründete die jüngere Linie der Familie von Wasichenstein und erhielt den östlichen Burgfelsen mitsamt den darauf stehenden Bauten. Nach Friedrichs Tod im Jahr 1306 folgte eine erneute Aufspaltung des Besitzes und der Rechte an der Burg. Dietrich und Fritzmann erhielten dabei den älteren Teil des Wohnbaus, während Engelhard, der wohl auch Erbauer der Burg Kleinarnsberg war, die westliche Erweiterung des Wohnbaus mit der Zisterne zufiel. Die Anlage war damit endgültig zu einer Ganerbenburg geworden. Die Familie von Wasichenstein starb Mitte des 14. Jahrhunderts im Mannesstamm aus. Dietrichs Sohn Johann von Wasichenstein war der letzte männliche Vertreter der älteren Linie. Katharina, eine seiner beiden Töchter, heiratete 1350 Heinrich I. von Fleckenstein und brachte die Burg Großwasichenstein an die Familie ihres Mannes. Mit dem Tod des Kunz von Wasichenstein 1358 aus der älteren Linie vererbte sich über seine einzige Tochter, Euphemia, die Burg Kleinwasichenstein in die Familie ihres Ehemanns Wierich I. Puller von Hohenburg. Beide Parteien gaben Teile ihres Burgbesitzes als Afterlehen weiter oder verkauften Anteile daran an Dritte, sodass es nachfolgend zu einer extremen Besitzsplitterung kam. (1385) kam es zwischen zweien der Burgparteien, Werner von Ramberg und den Herren von Ochsenstein, zu einer Fehde. Die Brüder Rudolf und Ottmann von Ochstein belagerten und eroberten die Burg und setzten Werner gefangen. Er wurde erst wieder freigelassen, als er auf seinen Anteil am Wasichenstein verzichtet hatte. Die Belagerung im Jahr 1385 war die erste in einer langen Folge solcher Ereignisse.
1410 belagerten und eroberten die Brüder Heinrich und Kunz Mauchenheimer von Zweibrücken in einem Konflikt mit Heinrich Kämmerer von Dalberg, die alte Burg. 1435 versuchte Eberhard von Sickingen, für Beschädigungen bei der Einnahme der Burg Schadenersatz von den Brüdern Jakob und Ludwig von Lichtenberg zu erhalten. 1447 wurde Großwarsigenstein durch Johann III. Von Nassau-Saarbrücken eingenommen. Friedrich I. behielt ein Viertel der Burg für sich, den übrigen Teil gab er als Lehen an die Familie von Sickingen. 1464 konnte der Bischof von Speyer, Johannes II. Nix von Hoheneck, Kleinwarsigenstein nach einer Belagerung einnehmen. Seit 1466 sind auch die Lichtenberger Mitbesitzer der Burg, nachdem sie Speyerer und pfalzgräfliche Anteile erworben hatten. 1468 war wiederum Großwarsigenstein deren Ziel, weil 5 der Burgbesitzer Untertanen der Familie von Lichtenberg festhielten. Die Belagerten ergaben sich jedoch sofort und ließen die Gefangenen frei. Anteilseigner waren im Laufe der Geschichte unter anderem die Frönsburger, Altdorfer, Windsteiner, Ochsensteiner, Korpsberger, Fleckensteiner. Zwischen 1463 und 1466 sind insgesamt 15 Burgbesitzer überliefert. 12 saßen auf Großwarsigenstein, 3 auf Kleinwarsigenstein. Die zahlreichen Fehden und Belagerungen haben die Burg Ende des 15. Jahrhunderts in schlechtem Zustand zurückgelassen. Spätestens im 16. Jahrhundert wurde sie verlassen. Dazu passt die Tatsache, dass keine Umbauten der Burg zu ihrer Anpassung an Feuerwaffen erkennbar sind. Da zu einer Burg aber nicht nur die Wehranlagen, sondern auch Ländereien, Waldungen und Rechte gehörten, stellte sie nach wie vor einen Wert dar. Nachdem sie während des Dreißigjährigen Krieges in Brand gesteckt worden war, wurde sie 1680 im Pfälzischen Erbfolgekrieg von französischen Truppen unter Joseph de Montclar weiter zerstört. Mit dem durch die Französische Revolution begonnenen Umbruch kamen das Amt Wörth und die Burg unter die Souveränität Frankreichs, 1815 zunächst an Österreich. Ein Jahr später durch den Vertrag von München an das Königreich Bayern und schließlich 1825 durch die Grenzkorrektur wieder an Frankreich. Der Friede von Frankfurt schlug 1871 den größten Teil des Elsass und damit auch die Burg Warsigenstein dem Deutschen Reich zu. 1920 kam sie letzten Endes wieder an Frankreich.